So the second question was what causes obstacles? Die zweite Frage war, was verursacht Hindernisse? And obstacles to the path of enlightenment. Hindernisse zum Weg zur Erleuchtung. I think. So here it says obstacles are caused by ripening karmic effects. Hindernisse werden verursacht durch reifende karmische Auswirkungen. Even the tiniest ordinary action becomes a hindrance when it ripens. Sogar jedwede gewöhnliche Tat, kleinste Tat kann sich karmisch auswirken, sobald sie reift. So, now we need to talk about karma here a little bit. Dazu müssen wir ein bisschen über Karma sprechen. I think when we talk about karma, there are two things we need to understand. Wenn wir über Karma sprechen, gibt es zweierlei Dinge, die wir verstehen müssen. First, the word karma. Zum einen das Wort Karma. In Sanskrit actually means action. In Sanskrit bedeutet es Tat. So therefore, what you do with your body, with your speech, and with your mind is karma. Demnach alles, was man tut mit seinem Körper, mit seiner Rede und mit seinem Geist, ist Karma. So you can do something that will cause difficulties, pain, problem to yourself. Man kann also etwas tun, das Schwierigkeiten, Leid für einen selbst bedeutet. Or you can do something that is causing pain, problem, harm, difficulties to others. Oder man kann etwas tun, das Leid, Probleme für andere verursacht. That can be called as negative karma. Und das kann als negatives Karma genannt werden. And then you can do something with your body, speech or mind, which will bring something pleasant, something good, something beneficial to yourself or others, and that could be called a positive karma. Und dann jede Tat, die man mit Körper, Rede und Geist ausführt, die etwas Positives, Angenehmes, Schönes für sich selbst und für andere auswirkt, das ist positives Karma. And when you talk about mind, that, you know, how we think, how we react, and especially our, you know, emotional reactions is what we call karma, mind action. Und dann unser Geist, wie wir denken, wie wir reagieren und vor allem auch, wie wir emotional reagieren, das ist auch Karma. We have a kind of aspiration, bodhicitta kind of aspiration is a positive karma. Und Bodhicitta ist dabei, die Ausrichtung zu Bodhicitta ist dabei ist positives Karma. Or a kind of ill will, you know, we wish bad to somebody or something like that is a kind of negative mental action. Und böser Wille, wenn wir jemandem etwas Schlechtes wünschen, das ist dann negatives Karma. Now the second thing about karma is sometimes we call it also karma, the result or the effect of that action.
Der zweite Aspekt von Karma ist dann die Auswirkung, das Resultat von Karma. Because now, from the Buddhist point of view, what I will become depends on what I will do. You know, if I'm doing something positive, I'm thinking in a positive way, speaking in a positive way, doing something positive way, meaning that I am always or constantly doing something that is good or positive, then I will become more and more like that. Aus buddhistischer Sichtweise ist es so, dass je nachdem, aus was man wird oder was aus einem wird, hängt davon ab, was man tut, welche Taten man ausführt. Und wenn man stetig positive Taten ausführt und Positives tut, dann wird man auch gut und positiv. For example, if I'm trying to be kind, think positively, act and react in a kind and compassionate way, and I'm kind of doing something, always trying to be nice and kind and beneficial, then I become more and more like that, and I become a peaceful person, good-hearted person, more kind of a likable person. Everything around me become more positive, more kind, more harmonious, and more nice, more beautiful, and more, everybody becomes more kind to me, because if I'm kind, they will also naturally be kind to me, and that is the effect. That is also called karma, because that's the result. Wenn man also auf eine liebevolle Art und Weise denkt und positiv handelt und reagiert und dies tut in eben einer liebevoll ausgerichteten, mitfühlenden Art und Weise, und wenn man versucht, nett und Nutzen zu bringen für andere Wesen, dann bekommt man auch friedlich und eine Person, die sehr gerne gemocht wird, und auch alles um einen selbst herum wird auf diese Art und Weise harmonischer und schöner, und andere beginnen auch netter und freundlicher und liebenswürdiger zu einem zu sein. Und dieser Effekt, das nennt man auch Karma. And in the same way, if I have kind of, I act with more kind of anger, fear, hatred, too much hurt, and then I'm looking at everybody more kind of competitive, kind of little bit, what can you say, angrily, upsettingly, with ill will, then it starts to become my whole environment like that, and then everybody becomes a little bit not so nice. I also not very nice. Everybody a little bit, hostile, and then I'm kind of he's also not so nice. He's also not very nice. So it's I can create a very negative. This is the idea from Buddhist point. I can create a hell zone for myself just by my way of being, and I can create a heaven for myself just by my way of doing. So this result, which is actually coming from my own actions and reactions and habits, actually habitual tendencies, that's also a karmic result. Yeah? It's not that I do one good thing and then I wait, and then somebody reads, oh yes, now he has done very good. And then when you die, then okay, you have done something good, you go to heaven. If you have not done something good, you go to hell. Not like that. It's the effect of our own action. So therefore,
how we will become, what we will do, is up to us and our actions. Our actions means how we think, how we react, how we work with our emotions, how we do with our speech and mind and body also, all these together. And it's all, no, it's not something like, now this is bad karma, now this good karma. It's all mixed up. Our karma is not only good and bad. All our karma is mixed up. Because we do good things, we do bad things. We do a little bit good, it is effect. We do some bad thing, it has own effect. And like that. And that's why we are all not all good and not all bad. Not all nice and not all not nice. So therefore, now what is telling is that, oh, this a little bit bad, no problem, because it's only a little bit bad. And then, but if little bit bad, little bit bad, a little bit bad, later on becomes big bad. You know the story, I think I told this story. 1 second, Rinpoche. Oh, yes. You must remind me. Also nun ist es so, in derselben Weise, dass wenn man gefüllt von Wut und Angst und Hass und Schmerz ist und jeden anblickt mit einem Geist, der auf Wettbewerb beruht oder bösen Willen, dann langsam nach und nach beginnt das Umfeld, sein eigenes Umfeld auch genauso feindlich zu sein. Und in dieser Weise kreiert jeder für sich selbst seine eigene Hölle oder einfach in der Art, wie man sich verhält oder wie man ist. Und ganz genauso kreiert jeder für sich selbst seinen eigenen Himmel, einfach durch seine eigenen Taten und Reaktionen. Und es ist nicht so, dass man einmal einfach eine gute Tat macht und dann ist da jemand, der das aufschreibt und liest und dann entscheidet, ob man in den Himmel kommt oder nicht. So ist es eben nicht, sondern der Effekt von unseren eigenen Taten entscheidet und bewirkt, was aus uns wird und wer wir werden und was wir tun. Es geht also um unsere eigenen Taten und Reaktionen und damit sind Emotionen und die Rede und der Geist auch mit inbegriffen. Also das hängt alles miteinander zusammen. Und dann ist es auch nicht so, dass wir sozusagen, also es ist so, dass unser Karma auch durchmischt ist von gutem Karma und schlechtem Karma und nicht vollkommen gut oder vollkommen schlecht ist. Niemand ist vollkommen gut oder vollkommen schlecht. Und jede kleine gute Tat hat eine kleine gute Auswirkung und jede kleine schlechte Tat hat eine kleine schlechte Auswirkung. Und diesbezüglich ist ein bisschen schlechte kleine Taten kein Problem. Aber wenn man verhäuft immer öfter kleine schlechte Taten ausführt, dann irgendwann häuft sich das und es werden irgendwann große schlechte Taten daraus. Und jetzt hören wir, glaube ich, gleich eine Geschichte. I was going to tell a story, a very bad story. Also Rinpoche wollte und will eine Geschichte erzählen, eine eigentlich schlechte Geschichte oder böse Geschichte. I don't know, maybe I told this story before, but doesn't matter. Vielleicht hat Rinpoche diese Geschichte schon erzählt, aber das macht nichts. There was a very, what can you say? There was a very, what you can say, bad criminal, very notorious criminal. And now he's sentenced to be executed, killed, and his execution is about to take place. And then before he is executed, then the jailer asked him, "Do you have a last wish? If you have a last wish, you can tell me, and we will try to fulfill that
And this criminal says, well, I want to see my mother. So the jailer thinks that's reasonable. So he calls mother and then he makes an appointment with the criminal. Now criminal comes, he kind of hugs her or pretends to hug her, and then he bites the nose of his mother. Now everybody is totally shocked because they thought he would kiss her and kind of say some nice things. But no, he is biting her nose. Then they ask, why are you doing this? This is your mother, why are you biting her nose? And he says, I am dying because of her. I became this, notorious criminal because of my mother. When I was a little baby, a little child, when I first went to the school, I used to bring home some pieces of chalk or little, some things, and then she should have told me off. She should have said that you can't bring those things, that belongs to them. But no, she was encouraging. She said, oh, my child is so intelligent, so clever, he brings these things from the school. And then little by little, then when I grew a little bit, I was bringing pencils and, what you call it, rubbers, and, books and things like that. And she was saying, oh, my son is so clever, so intelligent. And then slowly she was stealing little bit things, and still she didn't say much. So then he became a small thief, and then he became a big thief, and then slowly he became a murderer, and then bigger and bigger and bigger, and then I become like this. If she had, right from the beginning, stopped me from doing these things, I would not have become like this. And that's why. So what the moral of this story is that negative things also and positive things also, how we do things. First we have to understand the actions, what we do, our actions in the body, our actions in the speech, our actions in the mind, whether that is something good that we should do or not good that we should not do. We should understand. And things that it's good and useful and helpful, we should allow ourselves to do more and more and get used to that. And when even small things when you do, then if this piles up, it becomes slowly better and better in that. And negative things, then we know that this is not a good thing to do. Even the small thing, we should try to not do it, because then it will pile up, and then after some time we cannot stop because we get so used to it. That's why, small things is sometimes very important, because, that's how we get the habit. That's how we become addicted. That's how it becomes our, habitual tendency. So, und jetzt zur Geschichte. Es gab einmal einen sehr bösen, berüchtigten Schwerverbrecher, und er wurde zum Tode verurteilt, und am Tag seiner Exekution, kurz davor, wurde er gefragt, hast du noch einen allerletzten Wunsch, den du uns sagen kannst, und wir werden versuchen, ihn zu erfüllen. Und darauf antwortete der Schwerverbrecher, er würde gerne seine Mutter sehen. Und dies wurde auch bewilligt, und es wurde ein Treffen ausgemacht. Und als der Schwerverbrecher seine Mutter sah, tat er so, als würde er sie umarmen wollen, und dann biss er sie ganz schnell in die Nase. Und jeder war ganz überrascht und schockiert, dass er seiner Mutter in die Nase gebissen hatte, obwohl er sehr bald sterben würde. Und sie fragten ihn, warum er das getan hätte. Und er antwortete darauf,
Nun, sie ist der Grund, warum ich jetzt sterben muss, denn aus mir wurde ein böser, berüchtigter Schwerverbrecher wegen ihr. Und zwar hat es so begonnen, als ich noch klein war und in die Schule ging, da brachte ich immer wieder mal ein paar kleine Stückchen Kreide nach Hause oder Radiergummi oder dergleichen. Und anstatt dass meine Mutter mich sofort geschimpft hätte oder gescholten, hat sie mich ermutigt und gemeint, wie clever ich doch sei, dass ich all diese Dinge nach Hause brachte. Und er brachte dann nach und nach Stifte und Radiergummis und dann sogar Bücher. Und sie ermutigte ihn immer weiter. Und so nach und nach wurde aus ihm ein kleiner Dieb, irgendwann ein großer Dieb und nach wurde er auch ein Mörder. Und dann wurde er dieser Schwerverbrecher. Und er meinte eben, dass die Mutter hätte ihn schon gleich zu Beginn ermutigen sollen, aufzuhören und zu stoppen. Und die Moral dieser Geschichte ist sozusagen, dass wir wirklich erkennen und verstehen müssen, was wir tun, welche Taten wir ausführen mit unserem Körper, mit unserer Rede und mit unserem Geist. Und wirklich erkennen, welche Taten gut und nutzvoll und heilsam sind und welche nicht. Und die positiven, guten Taten sollten wir auf jeden Fall erlauben und immer mehr nähren und anhäufen. Und die negativen Taten sollten wir kennen, welche diese sind und diese nicht tun. Denn die negativen kleinen Taten können immer mehr sich anhäufen und immer größer werden. Und deswegen sind kleine Dinge eigentlich sehr wichtig. Denn aus diesen kleinen Dingen können Angewohnheiten werden und man kann danach süchtig werden. So then, I think that's the third question. What should we emphasize in practice? What is the important thing to practice? What is the most, where do we have to put most kind of importance? Die dritte Frage lautet, was sollen wir besonders hervorheben oder betonen in unserer Praxis? Was ist besonders wichtig? The answer to this is the emphasis in practice should be on karmic cause and result. Die Antwort dazu ist die karmische Ursache und das Resultat. You know, how, as we already discussed, that how I become is because of my karma. Wir haben schon besprochen, das, was aus einem wird, basiert darauf, wie wir uns verhalten auf dem Karma. My karma is what I do, how I think, what happened to me, all this together. Mein Karma besteht daraus, was ich tue, wie ich mich fühle, was andere zu mir tun. Like the way I am, the way I am now. Die Art, wie ich bin, die Art, wie ich jetzt bin. This is my karmic result. Das ist mein karmisches Resultat. You see me little bit fat. Ihr seht mich ein kleines bisschen schwergewichtig. You know, this you can see, how much I ate. Das könnt ihr sehen, wie viel ich gegessen habe. And how little exercise did I do. Und wie wenig Sport ich gemacht habe. So everything that I'm now is because of my past, Alles, was ich jetzt bin, ist basierend auf meiner Vergangenheit. I can't say that, I become this fat and this, because in last life I did something wrong. I can't say that, Ich kann aber nicht sagen, dass ich jetzt etwas schwergewichtig bin wegen einer negativen Tat aus meinem letzten Leben. Maybe last time also I must have done, I don't know what I did, but certainly this life,
everything that, not only last life, from the beginning of this time till now, and also this life, from childhood, and how I lived my childhood, how I did what I did all my life, what affected me all my life, and including this morning, if I didn't have lunch, I'm not some of you, who could fast for many days and have no effect. If I don't eat one meal, I become really nasty. Es geht also nicht nur um das letzte Leben oder die vielen Leben davor, sondern definitiv auch geht es um das derzeitige Leben und auch um die Kindheit, wie ich diese verbracht habe, wie ich was getan habe. Und das inkludiert dann auch diesen Morgen von heute. Und ich könnte nicht jetzt wie manche von euch einige Tage fasten. Wenn ich heute nicht mein Mittagessen gehabt hätte, könnte ich sehr schlecht gelaunt werden. I really marvel those people who can fast for sometimes so many days. I have seen people fasting 3 weeks. Ich bewundere wirklich Menschen, die für so viele Tage lang fasten können. Manche von ihnen fasten sogar für 3 Wochen. They say, I've been fasting for 3 weeks and they're still walking. They're still talking, Of course, they look a little bit weak, but I can't see how they can do that. Anyway, that's not the point here. So that what I ate or not, what happened to me today, this morning, affects me. So everything that happened to me all my life, and then also maybe lives before, made me what I am now. This is the final result. That's why we call it the karmic body. This is my karmic body. Also es gibt dann auch Menschen, die dann eben 3 Wochen lang fasten und immer noch reden und sprechen können, obwohl sie vielleicht nicht mehr ganz so gut ausschauen oder ziemlich schwach ausschauen. Das heißt, das, was ich heute Morgen gegessen oder nicht gegessen habe, das hat eine Auswirkung auf mich und alles, was ich tue, hat eine Auswirkung und alles, was passiert, hat eine Auswirkung auf mich. Und deswegen nennt man das endgültige Resultat und auch den karmischen Körper. Wir alle haben hier einen karmischen Körper. And then some people ask me, is karma predestined? Is it the word? Predestined. Hmm? Predestined. Predestined. Manche Menschen fragen, ob Karma schon vorherbestimmt ist. It's not completely predestined, because now what I want, what I will become, is, of course, if you want to become tomorrow a blonde and slim girl, maybe I can't become like that. It might take some dying before I know. But if I want to become like, I can't become younger, but if I want to become thinner, then probably if I exercise and if I eat less, maybe even if I don't totally fast, I could become thinner, or I could become many things slowly, So this is the karma is about that. And I can become anything actually if I really work on it. Some takes longer time, some takes less longer time. If I want to become enlightened also, from Buddhist point of view, I can become, but then I can't be lazy. I have to work hard.
So therefore, if it was completely predestined, then I can't become enlightened. It is not possible to be enlightened, because there you have to change your, what can you say? Well, the idea from Buddhist point of view is, if I want to become enlightened in the future, how I can become, and how quickly I want to become enlightened depends on me. If I don't want to become enlightened and go to make even worse myself, it's very easy to do it. I can do it. So, can you call it predestined or not? Not really. It's not predestined. But it's not that I just want it and it will become. That's not like that. It is not just wanting. It's about how I do, how I train. It becomes, you need to create that kind of situation, that kind of, how I see, how I react, how I feel, so therefore, how I work on myself is the most important thing. Dharma practice means that, transforming ourselves, getting rid of our negative and harmful habits, harmful emotions, become less, and becoming more positive. That's the practice. That's the real practice. Nun ist es eben so, dass manche Menschen fragen, ist Erleuchtung schon vorausbestimmt? Und das ist nicht wirklich so. Beispielsweise, wenn man nun gerne ab morgen ein dünnes blondes Mädchen sein wollte, dann ist das vermutlich nicht so einfach und es würde eher ein paar Lebzeiten verlangen, bis man dahin kommt. Aber wenn man zum Beispiel gerne dünner werden würde, jünger kann man nicht werden, aber dünner, dann durch ein bisschen mehr Bewegung und jetzt nicht totales Fasten, aber ein bisschen weniger Essen, dann kann man dies durchaus erreichen und so kann man auch viele Dinge eigentlich erreichen. Und Karma ist genau darüber. Und eigentlich, egal was man gerne erreichen würde, wenn man wirklich daran arbeitet, dann ist dies auch möglich. Manchmal bedeutet das Arbeiten für eine längere Periode oder manchmal passiert das auch innerhalb kürzester Zeit. Und natürlich muss man auch sehr hart für die Erleuchtung arbeiten und dazu darf man nicht faul sein. Aber wirklich vorausbestimmt ist Karma und Erleuchtung nicht, denn sonst könnte man eben nicht erleuchtet werden. Und in der buddhistischen Sichtweise geht es eben darum, wie man erleuchtet wird und wie schnell man dies erreicht. Das hängt dann von einem selbst ab. Und Rinpoche hat gefragt, kann man das eben jetzt also als vorausbestimmt betrachten? Wohl eher nicht, denn es geht nicht einfach darum, das nur zu wollen, sondern man muss auch wirklich das Tun, sich zu üben und wie man reagiert, wie man fühlt. All diese Dinge, man muss an sich selbst arbeiten und versuchen, sich selbst zu transformieren. Und das ist eben eine sehr wichtige Dharma-Praxis, sich selbst zu transformieren und schädigende Taten loszulassen und nicht mehr auszuüben. Und darum geht es wirklich in der Dharma-Praxis. So therefore, the more we work on our positive side and work on it, not only that we, ourselves feel more positive, more kind, more happier, more joyful, more positive. But it is understood that it can also create our own environment where we experience things in a better way. We can change, because how I experience myself, usually we think that the people around me and everything around me
is there, and I am me, very separate from them. And how they act and react to me is totally independent from how I am. But, you know, we sometimes forget that everything that we experience is experienced through my experience. I see through my eyes, I hear through my ear, I know through my mind. You know, everything that I experience is my experience. I cannot experience anything which is not my experience. Yeah? So therefore, you know, how I experience the world is in a way my experience. There's nothing I can experience which is not within my own experience, within my own mind, you can say that. So therefore, how I experience, you know, I can say it's all bad, it's all not nice, it's all, you know, that's also my experience. If you say it's very nice, it's wonderful, it's very good, also my experience. So therefore, if I transform myself, that could actually slowly, or you know, in one way, I could change the whole experience of myself. This is very important from Buddhist point. Nun ist es so, dass je mehr wir an unseren positiven Seiten arbeiten, dann ist es so, dass nicht nur wir uns selbst glücklicher und freudvoller fühlen, sondern es wird so verstanden, dass auch unsere Umgebung, unsere direkte Umwelt sich verändert und wie wir uns selbst empfinden und erfahren. Normalerweise denken wir oft, dass all die Leute um einen herum, das sind sie und ich bin ich und wir sind voneinander getrennt und wie sie handeln und reagieren, ist ihre Sache und unabhängig von dem, wie ich handle und reagiere. Aber wir vergessen oft, dass alles, was wir selbst erfahren, diese Erfahrung ist unsere Erfahrung, durch unsere eigenen Augen, Ohren und so weiter. Und wir könnten nie etwas erfahren, das nicht unsere Erfahrung wäre, so wie wir selbst erfahren. Das heißt, auch die Welt, wie wir sie erfahren, ist einfach unsere eigene Erfahrung, was wir daraus machen. Man könnte sagen, oh, es ist alles ganz schlecht und so weiter. Das ist einfach unsere Art und Weise, wie wir erfahren. Wir könnten genauso gut sagen, alles ist total wundervoll. Das ist auch unsere eigene Erfahrung. Und demnach ist es sehr wichtig, dass wir uns transformieren und dass wir auch die Art, wie wir Dinge erfahren, verändern und transformieren zum Guten. There was, can I tell a story? Yes. There was a man and he had a wife and mother. And his wife and his mother really like enemies. The wife did not like the mother did not like the wife. Ich habe den Beginn nicht verstanden. Es war ein Mann oder ein Dieb? There was a thief or a man? A man. I didn't hear the beginning. Yeah, there was a man, and he had a wife, and he has mother and his wife. His mother and his wife didn't like each other, to make it simple. Okay, also es gab einfach einen Mann und der hatte eine Frau und eine Mutter und diese Frau und Mutter konnten sich beide überhaupt nicht, verstanden sich überhaupt nicht und waren wie Feinde zueinander. And this then wife one day went to see a doctor, her friend, and she told that, you know, the mother of my husband is a demon.
Und die Ehefrau ging eines Tages zu einem Doktor, einem Freund, und erzählte diesem, die Mutter meines Mannes ist wie ein Dämon. I cannot live with her. Ich kann einfach nicht mit ihr gemeinsam leben. I want to kill her. Ich möchte sie umbringen. Can you give me some poison so that I can poison my mother-in-law? Könntest du mir vielleicht etwas Gift geben, damit ich meine Schwiegermutter umbringen kann? And this doctor, who was her friend, said, okay, I can do that. Und der Doktor, der eben mein Freund war, sagte, okay, das kann ich machen. But you can't give her a strong poison, because everybody knows you don't like your mother-in-law. So if he suddenly dies, they will suspect you. Aber du kannst dir kein starkes Gift geben, denn wenn deine Schwiegermutter plötzlich sterben würde, da jeder weiß, dass du sie überhaupt nicht magst, würde jeder sofort dich im Visier haben. So I'll give you a slow poison. Deswegen gebe ich dir ein sehr langsames Gift. So you give her this every day. Dann And slowly, slowly she will die. Und dann gebe ich dir eben dieses langsame Gift, das du ihr geben wirst. Und nach, langsam und langsam wird sie sterben. But meanwhile, you have to pretend that you are very nice to your mother. Aber in der Zwischenzeit musst du natürlich so tun, als wärst du sehr nett zu deiner Schwiegermutter. Can you do that? Kannst du das machen? She said yes. Sie sagte ja. So she got the poison, and then every day she cooked very nice food and put little poison in it and gave her, and she smiled and she was kind and nice. Und so war es eben nun, dass die Frau das Gift nahm und jeden Tag sich um ihre Schwiegermutter kümmerte und ihr kochte und immer ein bisschen von diesem Gift hineingab. Und sie war sehr nett und liebevoll zu ihr. And then slowly her mother changed, mother-in-law changed, because she was getting nice food, she was getting good service, she was kind of, being nice and kind. Und so veränderte sich ihre Schwiegermutter nach und nach und sie wurde selbst immer netter und freundlicher, da sie so liebevolle Zuwendung erfuhr und es wurde sehr nett für sie gekocht. And so her mother-in-law more and more liked her and became more and more friendly and more kind to the daughter-in-law. Und deswegen mochte die Schwiegermutter ihre Schwiegertochter immer mehr und wurde selbst immer freundlicher und liebevoller zu ihr Tag für Tag. And after some time, they really start to like each other. Und nach einer Zeit begannen die beiden sich wirklich gerne zu mögen. And then they really loved each other, and they really had a very nice relationship. Und dann liebten sie einander auch wirklich und hatten eine sehr schöne Beziehung zueinander. And then the daughter-in-law didn't want her mother-in-law to die anymore. Und dann wollte die Schwiegertochter natürlich nicht mehr, dass ihre Schwiegermutter sterben würde. So then she went to the doctor and said, now I don't want my mother-in-law to die. Und dann ging sie zu dem Doktor, dem Freund, und sagte, weißt du, eigentlich mag ich gar nicht mehr, dass meine Schwiegermutter sterben wird. So can you give me something to reverse the effect of the poison? Kannst du mir also etwas geben, das die Auswirkung von dem Gift wieder umdrehen wird? And then doctor said, are you sure? Und der Doktor fragte, bist du dir sicher? She says, I'm definitely sure. She's so nice, so kind, so wonderful now that we have, she's best mother-in-law one can have. So I really don't want her to die. So please give some medicine so that, the effect of the poison can be reversed. Und sie sagte, ich bin mir ganz sicher, denn meine Schwiegermutter ist inzwischen so nett und ich habe sie so gern. Sie ist wirklich die beste Schwiegermutter auf der Welt. Also bitte gib mir etwas, was den Schaden von dem Gift wieder umdrehen kann. Then the doctor said, in that case, then there is no problem. Und der Doktor antwortete, wenn das wirklich so ist, dann ist das gar kein Problem. Because I never give any poison. Denn in Wahrheit gab ich dir nie irgendein Gift. The thing I gave you is a nice vitamin, so it doesn't kill anybody.
das, was ich dir gegeben habe, war in Wahrheit einfach sehr gute Vitamine. Also es hätte nie irgendein Sterben oder Töten verursacht. So this is, you know, the more we, if ourselves, you know, become nice, kind, positive, it is more likely that everything around us also become like that. Und so ist es eben so, dass auch bei uns selbst, je netter und freundlicher, positiver und liebenswürdiger wir werden, so werden auch alle anderen nach und nach genauso auf uns reagieren. And that's what we call, you know, karmic cause and effect, because it's about, you know, it's about transforming ourselves. Und das nennen wir eben karmische Ursache und Auswirkung, weil es uns selbst transformiert. You know, generally speaking also, you know, in the world, in our world, in our life, there's, you know, lots of things are there. Some nice things, some not so nice things, some good things, some bad things. And some things happen which is not nice, some things that's good. You know, all things happen. In unserer Welt und auch in unserem Leben gibt es viele Arten von Dingen. Manche gut, manche schlecht, manche angenehm, manche überhaupt nicht gut. Now, can I get rid of all bad things in my life? Can I get rid of all the bad things that happens in the world? Kann ich alle schlechten Dinge in meinem Leben und all die schlechten Dinge, die in der Welt passieren, loswerden? It's not possible. Das ist nicht möglich. I can't get rid of every not nice things in the world, in my world also. You can't do that. Man kann all die schlechten Dinge in der Welt und auch in dem eigenen Leben nicht einfach so loswerden. And if I only focus on those bad things, then I become very negative. I become very sad, unhappy, you know, I become very troubled, disturbed because I'm focusing on these problems. Und wenn man sich selbst eben nur auf diese negativen Dinge konzentriert, dann wird man selbst negativ und traurig und unglücklich. So what we need to do, if I want to live a life which is more happy, more positive, more useful, then, you know, I should try to, you know, do something to try to get, you know, get things better. Of course, everything. But I should know that I can't get rid of all bad things. So I should try to live my life by also focusing on positive things and learning how to let my, you know, how to bring more peace, more joy, more positive in my, you know, experience. If I don't do this, if I don't learn how to focus my mind on nice things, positive things, on good things, you know, then I will always be unhappy, I will always be disturbed. So therefore, how I feel is not entirely about how things are. How I feel is about how I focus my mind on. Und wenn man nun gerne ein Leben führen möchte, das positiver und nutzvoller ist, dann sollte man eben versuchen, Dinge zu verbessern und auf eine nutzvolle und positive Ebene zu bringen. Aber man darf nicht glauben, dass man deswegen alle schlechten Dinge in seinem eigenen Leben los wird. Es ist eben wichtig, dass man sich auf das Gute konzentriert und wie man mehr Frieden und Freude in sein eigenes Leben bringen kann. Und wenn man seinen Geist dann nicht auf positive Dinge konzentriert und fokussiert, dann wird man nach und nach immer unglücklicher. Und deshalb ist es wichtig zu erkennen, dass wie man sich fühlt, hängt nicht unbedingt davon ab,
wie die Dinge sind, sondern mehr, worauf man den eigenen Geist fokussiert. Anytime, you know, I can always find something that's not good, somebody that's not nice, something that I hate, that I feel angry about, that I want to, you know, kind of, you know, that can disturb my mind. Always I can find something. And then if I allow like that, I will always be angry, I will always be upset, I will always be, you know, disturbed, and I will also be unhappy. But we can also find something that's inspiring, that's positive, that I can rejoice, that's nice, that makes, you know, makes me feel warm, joyful, you know, positive. So therefore, you know, how I live my life, we need to choose where I want to focus myself and where I want to train myself to focus myself. What I want to do, I can do this, I can do that. I can more focus on, you know, getting involved in all negative things, or I can focus myself not so much involved in that, but involved in doing something positive. So if I involve myself in positive, I become more and more positive. If I involve myself in negative, I become more and more that. And this is the most important thing, how we live our life, how we lead our life. Eigentlich zu jeder Zeit kann man etwas oder jemanden finden, das einem nicht gefällt oder das nicht gut ist, nicht angenehm, vielleicht sogar etwas, das man hasst oder was einen wütend macht oder das den eigenen Geist verstört. Und wenn man darauf dann auch den Fokus legt, wird man auch verstört und unglücklich. Und gleichzeitig gibt es auch jederzeit dauernd etwas, womit man sich freuen kann und mitfreuen kann. Etwas, das einen warm und freudvoll und positiv fühlen lässt. Und das ist eben so, wie man sein Leben führt, wo man seinen Fokus hinlegt und wie man auch, ob man trainiert, wo man seinen eigenen Fokus hinlegt. Und man kann natürlich seinen Fokus darauf legen, in nur all die negativen Dinge involviert zu werden. Aber wenn man beispielsweise sich in vermehrt positiven Dingen und Aspekten sich selbst involviert, dann wird man auch selbst immer positiver und glücklicher und genauso auch mit den negativen Dingen. Und dieser Punkt, wie man beschließt und wie man sein eigenes Leben führt, das ist eine wirklich wichtige Sache. So, then we come to the fourth question. Und nun kommen wir zur vierten Frage. Among all the views, which view is the most important? Unter allen Sichtweisen, welche Sichtweise ist die wichtigste? You know, view means, you know, how we see things. Sichtweise bedeutet, wie wir Dinge sehen. Now here, the question answer is a little bit, what can we say, not so precise. Die Antwort auf diese Frage ist nicht so präzise. It says, among all the views, the most important view is the right view. Hier steht geschrieben, dass unter allen Sichtweisen die wichtigste Sichtweise ist die richtige Sichtweise. So, I have said something here about this, although I didn't understand. Und Pucci sagte diesbezüglich etwas in seinem Buch, das er meint nicht ganz zu verstehen. You know, generally in Buddhism, we find different kind of right views. You know, 3 different levels of right views.
Im Buddhismus findet man unterschiedliche Arten von richtiger Sichtweise. Es gibt dabei 3 unterschiedliche Ebenen. First and most kind of important right view, there is what we call as the we have something like 10 virtuous and 10 non-virtuous actions. And there, one of the non-virtuous actions of the mind, 3 non-virtuous actions of the mind is wrong view, and one of the virtuous is the right view. I'm not going through the whole 10 because it's a little bit, it's not complicated. I think you know it, maybe most of you. If you don't, ask me, I'll tell you. I'll be more than happy to tell you. Zur ersten Ebene, es gibt etwas wie die 10 tugendhaften Taten und die 10 untugendhaften oder nicht tugendhaften Taten. Und eine von den nicht tugendhaften Taten ist eben die falsche Sicht. Und die richtige Sicht ist eine der 10 tugendhaften Taten. And this is the first level of right view. Sometimes we call it worldly right view. Und das ist eben das erste Level oder die erste Ebene von richtiger Sichtweise, die wir auch die weltliche. This is, the view or the way of seeing, thinking that, what I do has no connection with what kind of things happen with me or with others. My action and the result coming from there has no connection. I can do all negative things and I will be very good. I can do all positive things, nothing happens. No good thing happens. So my action and its kind of consecutive result has no connection. If I see it like this, that's regarded as wrong view. That what I do has no connection with what will happen to me. Als schlechte oder als falsche Sichtweise versteht man beispielsweise, wenn man denkt, dass alles, was man tut, in Wahrheit keine Verbindung zu dem hat, was einem selbst widerfährt. Das heißt, ich könnte eigentlich jedwede negative Tat ausführen und diese Tat und das Ergebnis dazu hat keinerlei Verbindung zueinander. Und wenn man diesen Gedanken hat, dann ist das die falsche Ansicht oder falsche Sicht. Now this is regarded as the most dangerous and most negative thing, view. Und das wird auch als die gefährlichste und als negativste Sichtweise verstanden. Because whatever you do, you can do, you can kill, you can steal, you can, tell lies, you can do whatever negative things, and it has no negative effect on you. If you think like that, then you become a very, very bad person. Because you don't, your action has nothing to do with your karmic result, or even if you don't think about karma. Well, that karma means not like that kind of thing. There's no, as long as you can do all bad things, as long as the police don't see it, everything is okay, something like that. Wenn man also eben so denkt, dass man töten und stehlen und lügen könnte, ohne dass dies irgendeine karmische Auswirkung hätte,
dann führt dies dazu, dass man zu einer wirklich, wirklich schlechten Person wird. Und wenn man diesen Gedanken hat, dass man eigentlich alles Negative tun könnte, solange man nicht von der Polizei erwischt wird. So all the kind of the how we become a good person, you know, how we become a good citizen, a good person, or you know, beneficial kind of a person or not, is, you know, on this view, that if I see that, you know, if I don't do harmful things, if I do more helpful things in front of people or, you know, behind secretly, then I believe that it will be good for me if I do good things. And it's not good for me if I do harmful things. And that I know from my own, you know, inner wisdom, that everybody has certain kind of wisdom in our mind to know what is positive, what is not positive, what is harmful, what is not harmful to me. So therefore I know what is harmful and not harmful to others. So if I have that view a little bit clearly and strongly, then that's the basis of how I become a good person. Wenn man die Sichtweise hat, dass es davon abhängt, was aus einem wird, wie man wird, also wenn man gerne eine gute Person, ein guter Bürger werden möchte, eine Person, die anderen nützt, dann weiß man auch, dass man keine schlechten oder schädigenden Taten tun sollte, sondern eher helfende Taten. Sei das jetzt nun in aller Öffentlichkeit oder ganz im Geheimen, dass man anderen nützt. Und dies ist etwas, was man von seiner eigenen inneren Weisheit beziehen kann. Denn jeder hat diese Art von Weisheit in seinem Geist zu wissen, was für einen nützlich ist und was für einen schädlich ist. Und wenn man das weiß, dann weiß man auch, was für andere schädlich sein könnte. Und diese Sicht ist eben die Basis dafür, was aus einem wird und ob man eine gute Person wird. Because, you know, I know that if somebody is kind to me, if somebody is kind of helping me, if somebody is, you know, have goodwill to me, it will be, I feel very good, I like it, I will benefit from that. So I know that I have to be kind to others, I have to be, you know, helpful, I want to be not, you know, I want to be having like this helping kind of beneficial, benevolent feeling towards others. I don't like people to be bullying me, I don't want people to be unkind to me, I don't want people to be harming me, so I know that I should not be doing this. You know? So when I understand this very clearly, then I believe, I know, you know, what is right, what is wrong. And then that through that, I kind of, I have the view, I have the right view. And that is actually the basis of all our moral ethics. That's why actually our moral ethics do not need a religion, do not need anybody's command. We know. It's not that we don't know, we know what is good and what is not good. Because from our own example, from our own view. And we just need to apply it in our life,
I think that's what His Holiness Dalai Lama always talked about. Ethics without religion. It's nothing to do with religion. It's just knowing ourselves, our feelings. So this is the first and most important right view. Und man weiß beispielsweise dann, wenn jemand liebevoll zu einem ist und einem selbst hilft und einen guten Willen einem selbst gegenüber zeigt, dann gefällt einem das und man mag das und es fühlt sich sehr schön an und gut an. Und diesbezüglich weiß man dann auch, wenn man selbst liebevoll und helfend für andere ist, dass es die gleiche Auswirkung hat. Und genauso gut, wenn man selbst das nicht gerne erfährt, dass andere Menschen einen mobben sozusagen oder einen schädigen, dann, wenn man das selbst gerne nicht möchte, dann weiß man eben auch, dass für andere das genauso nicht angenehm ist. Und aus diesem tiefen Verständnis heraus, wenn man das ganz klar erkennt und weiß, dann weiß man eben auch, was richtig und was falsch ist. Und das ist die richtige Sichtweise. Und das ist eigentlich auch die Grundlage für unsere moralische Ethik. Und für diese moralische Ethik brauchen wir auch keine Religion dazu. Das wissen wir eigentlich ganz genau. Und wir wissen von unserem eigenen Beispiel diese moralische Ethik oder was richtig und was falsch ist. Und das sollten wir dann auch anwenden in unserem eigenen Leben. Und diese Ethik ohne Religion bedeutet einfach, sich selbst gut zu kennen. Und das ist eigentlich die erste und wichtigste richtige Sichtweise. Und das ist eigentlich auch, was seine Heiligkeit, der Dalai Lama, immer wieder betont und worüber er spricht. And then there's another level of right view. Sometimes this right view is also explained at two levels, but maybe it's not necessary. That's like, understanding the ultimate nature of things. Like, how everything really is. Maybe starting with everything changes, for instance. Impermanence. That's more easy way to understand. Like we all know that everything changes. Everything is momentary. And then slowly we understand that everything is interdependent, for instance. There's nothing which is totally independent. Everything is interdependent. Then, if you go a little more deeper, from the Buddhist point of view, everything is emptiness. Emptiness, from Buddhist point of view, is actually nothing more than understanding the interdependence in a deeper way, or impermanence in a deeper way. So this is, really understanding how things really are, how you are, how everything is, in its ultimate nature. That's right view also, but that right view is more kind of ultimate right view, what we call the wisdom. The other one is also wisdom, but highest wisdom, deepest wisdom. Und dann gibt es eben auch noch eine andere Ebene von der richtigen Sichtweise. Und zwar ist es sozusagen die ultimative, letztendliche Essenz oder Natur der Dinge, wie alles wirklich ist. Und dazu gehört natürlich, dass alles sich ändert, das können wir sehr leicht erkennen. Vergänglichkeit, Impermanenz. Und nach erkennen wir dann auch, dass alles miteinander zusammenhängt und voneinander abhängig ist. Und wenn wir dann noch immer tiefer gehen und ein tieferes Verständnis haben, erkennen wir auf jeden Fall von der buddhistischen Sichtweise aus, dass alles Leerheit ist. Und Leerheit ist eigentlich auch eben diese Vergänglichkeit, aber auf einer tieferen Ebene verstanden, wie die Dinge eben wirklich sind und wie ihre letztendliche ultimative Natur ist.
Und das ist eben auch die ultimative richtige Sichtweise, die Weisheit. Die andere Ebene ist natürlich auch Weisheit, aber das ist sozusagen die ultimative Weisheit. What he's saying here is that if you want to become a real good being, good human being, or positive being, then without this worldly right view, you cannot become. Und That's why it's the most important thing. Und wenn man eben ein positives Wesen, eine positive Person werden möchte, dann geht es aber auch nicht ohne dieser weltlichen, richtigen Sichtweise. Und deswegen ist diese sehr wichtig. And then, if you want to become enlightened, you have to have the ultimate right view. And if you don't have that, you can't become enlightened. So that's why these two are the most important. Und wenn man dann eben erleuchtet werden möchte und die Erleuchtung erreichen möchte, dazu braucht man dann die ultimative richtige Sichtweise. Deshalb sind diese beiden so wichtig. So I think I will stop here. And any questions or Rinpoche möchte hier jetzt aufhören. Gibt es comments or stories or jokes? Rinpoche möchte hier jetzt gerne aufhören und fragt, ob jemand vielleicht eine Frage hat oder eine Geschichte zu erzählen, einen Kommentar oder vielleicht einen guten Witz.